In dieser Folge unseres Podcasts entführen wir Sie in die Welt des HR-Controllings, wo Gosia, eine Expertin mit einer beeindruckenden Karriere bei Volkswagen, ihre tiefen Einblicke und leidenschaftlichen Ansichten teilt. Gosia verrät uns den 5-Punkte-Plan, wie Sie HR-Controlling bei sich im Unternehmen erfolgreich implementieren können. Viel Spaß beim Zuhören! Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance. Wir zeigen Ihnen, wie die Finanzwelt von morgen aussehen wird und wie man sie gestaltet. Strategie und Vision, Prozesse und Digitalisierung, Personalentwicklung und agile Arbeitsmodelle, Organisation und Change Management. Mendel Talks Finance. Liebe Gosia, ich freue mich sehr, dich heute in unserer Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Hallo allerseits, ich freue mich auch in dem Podcast heute mit Ihnen, mit euch und mit dir natürlich zu sein. Super, Dankeschön. Ja, bevor wir mit der ersten Frage anfangen, kannst du dich bitte gerne vorstellen und vielleicht kannst du auch ein Thema nennen, für das du richtig Feuer und Flamme bist. Gut, mache ich auch gerne. Also meine Geschichte mit Controlling hat eigentlich schon im Jahr 2002 in Berlin angefangen, wo ich mein MBA-Studium an ESCP, Europe Business School in Berlin absolviert hatte. Danach habe ich meine Story bei Volkswagen Poznań in der Controlling-Abteilung als zuerst Logistik-Controllerin gestartet. Dazwischen hatte ich Mutterschaftspause und ich bin jetzt glückliche Mutter von fast 19-jähriger Tochter und einem 16-jährigen Sohn. Also das war auch eine Herausforderung für mich und auch eine nette Erfahrung, ehrlich gesagt. Nach der Rückkehr in 2009 habe ich als Teamleader die Aufgabe zum Investitionscontrolling übernommen. Parallel wurde ich auch Mitglied vom Internationalen Controllerverein und ich hatte und habe auch bis heute die Gelegenheit, über Controlling von den Besten zu lernen. Das schätze ich besonders, weil auch im Internationalen Controllerverein habe ich die Möglichkeit, viele Inspirationen zu finden, viele gute Inputs, die mich dann in der täglichen und beruflichen Arbeit auch unterstützen. Dies hat dazu geführt, dass ich ab 2012 zum Vorstandsmitglied von ICV, also vom Internationalen Controllerverein, geworden bin. Auch im 2012, nächster Schritt und nächste positive Überraschung in meinem Sinne, habe ich die Controlling-Abteilung bei Volkswagen Poznań übernommen und war für Werkscontrolling verantwortlich. Der nächste Schritt, nächste positive Überraschung, ich denke mir, da wird vielleicht auch dann später zu hören, dass ich eigentlich Veränderungen sehr, sehr mag, ehrlich gesagt. Also das macht mir wirklich Spaß, weil nach über 10 Jahren im Controlling habe ich den Bereich aus Finance ins Procurement als Head of Process Center, Center of Excellence for General Purchasing, gewechselt. Und momentan die letzte, und noch kommen wir auf den Punkt, und zwar ab Juni letztes Jahres bin ich in komplett neuer Funktion, aber mehr zurück in Richtung Controlling gegangen. Ich bin Leiterin von HR Controlling. So in der Kürze die Geschichte, wenn es geht um mein berufliches Leben. Aber die Frage, die du mir auch gestellt hast, wofür bin ich Feuer und Flamme? Das, was mir am meisten Spaß macht, ist die Zusammenarbeit mit den Menschen, mit denen ich gemeinsam die Prozesse optimieren kann und wo wir auch gemeinsam neue Prozesse und auch Berichte kreieren können. Also ich mag einfach aus der Komfortzone ausgehen, um was Neues zu schaffen. Eigentlich was Neues, das ist diese Feuer und Flamme, und die Kooperation mit Menschen, das ist der zweite Teil. Also du verkörperst damit eigentlich den perfekten Controller, ne? Also du hast eine sehr, sehr vielfältige Erfahrung in unterschiedlichsten Controlling-Bereichen. Das heißt, du liebst offensichtlich Daten und Fakten, und gleichzeitig ist deine Leidenschaft, dein Feuer und Flamme ist,
mit den Menschen zu arbeiten. Also die Verbindung der Daten und Fakten mit Menschen, um dann einfach bessere Entscheidungen zu treffen und besseres Business zu betreiben. Die perfekte Kombination, ne? Genau, ich denke mir, du hast das perfekt zusammengefasst. So ist es. Aber das hat, wie du gesehen hast, ein bisschen gedauert. Ne? Also die Erfahrung, die ich gesammelt habe, so dass ich bis zu dem Punkt gekommen bin, dass ich das jetzt offen und gerne auch sagen kann, ja, die beiden Elemente geben mir Spaß. Daten, Fakten und Zusammenarbeit mit den Menschen. Wie gesagt, so wie du zusammengefasst hast. Klasse. Super, vielen Dank. Und dann kommt auch die erste Anschlussfrage zu diesem Thema. Du bist ja jetzt zuständig fürs HR-Controlling und das unterscheidet sich doch in vielerlei Hinsicht zum Works-Controlling oder vielleicht zum Vertriebscontrolling. Ne? Da geht es auch vieles um Datensicherheit. Und in vielen Unternehmen ist auch das HR-Controlling vielleicht auch nicht stark verbreitet. Kannst du uns vielleicht erklären, wie du und dein Team, wie ihr datenbasierte Entscheidungsfindungen fördert und unterstützt? Wie geht das im HR-Controlling? Fakt ist es, dass in erster Linie meine Aufgabe, weil das denke ich mir wichtig, dass wir das am Anfang betonen, besteht darin, den Mehrwert an der Schnittstelle HR und Controlling zu schaffen. Ich bin mit meinem Team für Personalplanung, Personalsteuerung, Berichterstattung und auch Personalperformance im Unternehmen verantwortlich. Dazu kommt noch, ich bin auch verantwortlich für die Gewährleistung des Single Point of Truth. Warum? Weil wir eigentlich sind verantwortlich für die Datenlieferung an unsere Top-Manager und wichtig ist, dass auf Basis von diesen Daten die Manager die besten Entscheidungen treffen können und treffen wollen. Und aus dem Grund fokussieren wir in meinem Team auf die Qualität der Daten, weil ich denke mir, das ist quasi A und O, damit ich weiter das Top-Management unterstützen kann in den Entscheidungen. Ich muss die Qualität der Daten absichern. Also das ist ziemlich wichtig. Und nochmal, warum? Weil eigentlich ist es unerheblich wichtig, das Verstehen der Zusammenhänge von den Daten zu erkennen. Ne? Weil nur so können wir unser Ziel als Data-Driven Organization absichern. Und es kommt noch weiterer Punkt dazu. Das heißt, heutzutage in dieser sogenannten VUCA-Welt und in der Umgebung, wo alles permanent sich verändert, brauchen wir gute Basis, also die Daten, um die Entscheidungen zu treffen. Ist es heutzutage wirklich schwierig, nach dem alten Prinzip, ich entscheide aus dem Bauchgefühl, die Entscheidungen zu treffen. Warum? Weil Bauchgefühl setzt voraus, dass ich basiere im Wesentlichen auf meinen vergangenen Erfahrungen, also Erfahrungen aus der Vergangenheit. Was brauche ich heute? Heute brauche ich ein bisschen testen, ein bisschen ausprobieren, ein bisschen in die Zukunft schauen und einfach versuchen. Ich denke mir, das ist ein gutes Wort für die heutige Welt. Einfach versuchen. Niemand kennt heutzutage einen einzigen richtigen Weg, sondern das ist immer, okay, auf Basis von Daten, heute und jetzt kann ich die beste Entscheidung treffen. Morgen, vielleicht die Welt sieht anders aus. Ja. Also das ist die große Herausforderung, denke ich mir. Aber zurück um auf den Punkt zu kommen. Und heutzutage in dem unsicheren Umfeld, was wir im HR-Controlling haben, ist natürlich einerseits großer Kampf um Talente. Wir haben auch steigende Personalkosten und dazu kommt natürlich Fachkräftemängel. Und in diesem Zusammenhang brauchen wir im Unternehmen datenbasierende Entscheidungen, die uns helfen, in die richtige Richtung zu gehen. Also richtige Richtung, denke ich mir, das ist der wesentliche Teil. Warum tun wir? Warum brauchen wir diese Informationen, Daten, Fakten, um gute Entscheidungen zu treffen? Und jetzt kommen wir noch zum Berichterstattung, weil du hast auch gefragt, wie managen wir das? Wie sichern wir das ab? Ne? Also Berichterstattung für Top-Management und Entscheidungsfindung. Hier in diesem Punkt versuche ich immer, wenn ich die Daten darstelle, erstmal kurz und bündig die Ist-Situation vorzustellen
Und das wesentliche Fokus lenke ich auf die Zukunft und konkrete Maßnahmen, die vorgenommen werden müssen, um die geplanten Ziele zu erreichen. Also ist kurz und bündig, wie gesagt, weil das ist schon langsam Vergangenheit. Und Fokus lenke ich auf die zukunftsorientierte Perspektive. Ne? Das, was eigentlich muss vorgenommen werden, um, wie gesagt, die Ziele zu erreichen. Mit anderen Worten, viel mehr Zeit widme ich auf die Datenanalyse und Empfehlungen für Top-Management als selbst auf die Datenpräsentation. Präsentation in sich ist nicht mein Fokus. Das ist nur ein Tool, um zu unterstützen, diese, wie gesagt, auf Basis von Datenanalyse richtige Empfehlungen den Top-Manager zu vorbereiten, zu äußern, zu empfehlen. Also du hast sehr, sehr viele wichtige Aspekte angesprochen. Ne? Und ich denke, jeder, der mit Headcounts und HR-Controlling jemals zu tun hatte, weiß, es gibt kaum was Komplexeres wie Köpfe zu zählen. Ne? Da gibt es ganz viele unterschiedliche Methoden. Und ja, du hast richtig auch gesagt, Personal und Personalkosten ist in vielerlei Hinsicht der Dreh- und Angelpunkt in einem Unternehmen. Also sei das von der Fachkräfteverfügbarkeit, vom Fachkräftemangel, aber auch ja von der Bedeutung in der G&V. Ne? Also Personalkosten sind in den meisten Unternehmen einfach ja der Treiber natürlich auch ein Stück weit. Ne? Und deswegen ist ein sauberes Controlling, also sauber im Sinne von korrekte Daten, ist natürlich sehr essentiell. Und so wie du auch richtig gesagt hast, die Erkenntnis dahinter, was versteckt sich hinter den Daten, was leitet man daraus ab, also nicht nur rückwärts betrachtet, die Zahlen zu verstehen, sondern auch vorwärts betrachtet, welche Entscheidungen leitet man aus diesen Daten, aus diesen Erkenntnissen ab, um das Unternehmen eben richtig zu steuern. Ne? Exakt. Und ich denke mir, dass das Wesentliche liegt momentan und wird auch in der Zukunft liegen, in diesen ganzen Zusammenhängen, die entstehen zwischen den Daten, ne? Also zwischen KPIs. Weil ich denke mir, nur dann kann man wirklich den Mehrwert quasi ableiten und entsprechende Entscheidungen zu treffen. Ne? Weil das steckt, denke ich mir, das größte Potenzial. Das bedeutet nicht, dass alles wird schon zu 100% gemacht, aber das ist die Richtung. In diese Richtung wollen wir gehen. Wir testen ein bisschen, aber in Zukunft denke ich mir, dass diese Zusammenhänge zwischen den Daten werden immer wichtigere Rolle spielen, damit ich richtig die nicht so ganz einfach vorhersehbare Zukunft steuern kann oder im gewissen Grad steuern kann. Ne? Das heißt eigentlich, wir sind weit noch davon entfernt, dass irgendeine Art künstliche Intelligenz uns super Reporting, super Dashboards, super KPIs rausspuckt, weil eben diese Zusammenhänge nicht nur auf Basis der vergangenen Erkenntnisse, sondern versuchen auch die Zukunft ein Stück weit abzubilden oder vorherzusehen. Da braucht es dann doch kompetente Menschen, die dann fähig sind, mit diesen Themen umzugehen. Das auf jeden Fall. Als kleines Beispiel kann ich auch sagen, dass es vielleicht ein bisschen breiter jetzt dargestellt von diesen künstliche Intelligenz und Mensch selbst. Ich teste seit längerer Zeit für unterschiedliche Zwecke ChatGPT. Und muss ich feststellen, ich bin immer mehr überzeugt und immer mehr arbeite ich mit dem zusammen. Aber Achtung, das bedeutet nicht, dass er ersetzt mich in allen Tätigkeiten. Er ist kleine Unterstützer in meiner Hinsicht, wenn ich zum Beispiel schnell Agenda schreiben muss, wenn ich etwas umformulieren muss oder wenn ich manchmal die Aussagen in mehreren Sprachen irgendwie vorbereiten muss und habe keine Zeit, das richtig zu präparieren, sage ich zum Beispiel auf Deutsch, er macht mir das auf Englisch oder in anderen Sprachen, aber weiterhin mein Gehirn arbeitet konstruktiv, ne? Also arbeitet effektiv. Ne? Das bedeutet, dass in der Zukunft stelle ich mir vor, dass künstliche Intelligenz ist quasi mein Partner, unterstützend in Doing, aber nicht, ich hoffe und ich bin davon zu 100% momentan überzeugt, dass wir nicht ersetzt werden in allen Tätigkeiten, sondern im gewissen Part wird das quasi parallel laufen als unser Support, als Unterstützer.
Definitiv, ne? Also das ist, glaube ich, das Gleiche wie vor einigen Jahren oder Jahrzehnten, als wir neue ERP-Systeme oder sei es auch Excel als Unterstützung benutzt bekommen haben. So wird auch das Thema KI als weiteres Instrument, als weiteres Tool in unserem Koffer uns helfen, damit wir einfach unsere Arbeit besser machen. Ne? Also ich denke auch nicht, dass es in naher Zukunft uns Controller ersetzen wird. Ne? Genau Wir so. haben, Goscha, jetzt mehrmals schon angesprochen, wie wichtig das ist, korrekte Daten zu haben, weil, so wie du auch richtig gesagt hast, wenn ich Erfahrungen mit korrekten Daten habe, wenn ich korrekte Daten zur Verfügung habe, dann kann ich auch ein Stück weit das Bauchgefühl zur Entscheidungsfindung mit reinbeziehen. Ich glaube, das ist weiterhin wichtig. Meine Frage ist nochmal auf die Genauigkeit der Daten. Wie kann man im HR-Bereich, im HR-Controlling sicherstellen, dass die Daten wirklich korrekt sind und auch ja möglichst real-time korrekt sind? Also ich denke mir, hier spielen zwei Aspekte die große Rolle. Und zwar, erstens, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich natürlich die Daten, die ich im Unternehmen habe, mit der hohen Qualität betreibe. Das heißt, dass die Daten in Systemen korrekt sind. Aber damit sie korrekt sind in Systemen sind, das ist noch eine Voraussetzung, weil dahinter wiederum stehen in gewissem Grad auch die Menschen. Und wenn die Menschen dahinter stehen, bedeutet das, dass ich muss auch mich drum kümmern, dass die ganze Datenvalidierung auch entsprechend in die Systeme reinkommt. Also dieses menschliche Faktor spielt erhebliche Rolle, weil immer am Anfang, wenn ich die Menschen einstelle, wenn ich die Daten von den Mitarbeitern pflege, jemand muss das ins System reinspielen. Das heißt, damit ich die Qualität absichere, muss ich in der gesamten Wertschöpfungskette wirklich die Prozesse abgesichert bekommen. Also das ist, denke ich mir, der erste Ausgangspunkt. Der zweite ist, ich muss mich auch im Rahmen von gewissen Standards bewegen. Was habe ich in diese Richtung konkret gemacht, damit ich auch gewisse Standards habe, weil die Standardisierung sichert mir auch zugleich bestimmte Qualität, die dahinter steht, ab. Ja. Das heißt, was habe ich konkret gemacht mit meinem Team? Wir haben uns entschieden, in HR Reporting IBCS, das heißt International Business Communication Standards, zu implementieren. Was bringt uns das? Die Berichte sind standardisiert und auch die ganze Systematik verbessert die Geschäftskommunikation. Also ich denke mir, in dem Gesamten, das unterstützt auch als Endeffekt den gesamten Entscheidungsprozess, weil die Qualität in Systemen abgesichert ist, weil die Berichte standardisiert sind. Als Endeffekt ist das gute Basis für die Entscheidungsfindung und auch sichert mir das konkrete Qualität von den Daten und von den Berichten. So kann man das, denke ich mir, zusammenfassen. Goscha, kannst du uns Beispiele für eine kontinuierliche Verbesserung in Bezug auf die Unternehmensstrategie und die Unternehmensziele nennen, die du in deiner Rolle schon umgesetzt hast? Sehr gerne. Aber vorab eine kleine Einführung. Generell bin ich Fan von Verbesserungen, aber in kleinen Schritten. Und in erster Linie versuche ich immer anzufangen mit meinem direkten Verantwortungsbereich. So, wo ich das direkt beeinflussen kann, an. Natürlich mache ich das nicht alleine, sondern mit meinem Team, weil dann können wir wirklich zusammen was Gutes vorbereiten, was Gutes kreieren. Bevor ich mit großen Verbesserungen starte, will ich immer zuerst gucken auf mein Umfeld, was kann ich in meiner Umgebung verbessern. Und jetzt kommen Beispiele aus dem HR-Reporting-Umfeld. Da wir immer mehr schnelle und gute Entscheidungen brauchen, die Top-Manager treffen müssen, um die Unternehmensziele zu erreichen, habe ich mit meinem HR-Team unseren monatlichen HR-Bericht für den Vorstand optimiert. Was haben wir gemacht? Im Bericht selbst Fokus wird nicht
mehr auf die Vergangenheit gelegt, was ist passiert, weil die schon abgeschlossene Sache ist, sondern fast 90% des Berichtes richtet sich auf die nähere Zukunft. Warum? Heutzutage wichtig ist, damit Top-Management schnellstmöglich auf Basis von den Daten die Entscheidungen treffen kann. Dazu noch geben wir unseren Top-Manager Recommendations, Empfehlungen, damit sie aus Vielfalt dieser Vorschläge und oder auf Basis von Szenarien, wo sowohl die Chancen als auch Risiken versuchen wir zu zeigen, die besten Lösungen für das Unternehmen vornehmen können. Nur in diesem vollen Spektrum können Sie aus meiner Erfahrung wirklich konstruktive, gute Entscheidungen zu treffen. Und vielleicht nächstes Beispiel. Dieses Beispiel bezieht sich auf die Verbesserung der Datenquellen und Steigerung der Bearbeitungszeit von Daten. Da die Daten der Treibstoff, kann man sagen, für die Datenanalysen sind, habe ich mit meinem HR-Team eine Analyse, man kann sagen, eine Art Bilanz der bisherigen Datenquellen vorgenommen. Warum haben wir das gemacht? Wir haben festgestellt, dass wir haben darüber ein bisschen schon gesprochen, dass besonders bei Ad-Hoc-Berichten, bei Ad-Hoc-Analysen, wir sehr viel Aufwand stecken müssen und dazu nicht immer alle Daten in entsprechender Struktur und Qualität sofort uns zur Verfügung steht. Ja. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext haben wir gemeinsam mit HR IT, also wir bräuchten, das ist jetzt Plus-Team, wir bräuchten natürlich IT-Team auch, die Arbeit angefangen hatten, die vorhandenen Reports an unsere Bedarfe anzupassen. Also wir analysieren, wir lernen auch, wir ziehen immer Lessons lernen, ein bisschen aus der Vergangenheit, wo wir schon Ad-Hoc-Analysen vorbereiten müssten. Super Time und super Zeit war natürlich in dem Kontext Covid-Zeit, weil permanent hat sich die Umgebung verändert und wir waren immer gefragt um neue Ad-Hoc-Analysen. Und aus diesem Feld haben wir auch viel gelernt. Aber das war nicht umsonst Arbeit, sondern gerade jetzt ziehen wir quasi, wie ich gesagt habe, dieses Lessons lernt und versuchen wir immer mehr die vorhandenen Reports an unsere Bedarfe anzupassen. Und unsererseits haben wir analysiert, welche Daten und in welche Systematik wir brauchen. Wie ich gesagt habe, basieren auch ein bisschen an diesen basieren an den Situationen aus der Vergangenheit, um den Erwartungen des Top-Managements entgegenzukommen. Und danach erst haben wir die Arbeit an personalisierten Berichten gestartet. Und erst dann sind wir Schritt für Schritt in die Umsetzungsphase gegangen. Also zuerst eine Art Bilanz, haben wir für uns formuliert die Bedürfnisse, dann zusammen mit IT diese personalisierte Berichte kreiert und jetzt, wenn die Ad-Hoc-Analysen kommen oder wenn andere Anfragen kommen, fühlen wir uns viel besser und besser vorbereitet, um viel auch schneller entgegenzukommen, um die Analysen zu liefern. Also das ist jetzt Endeffekt von diesen ganzen Arbeit, die wir vorgenommen hatten. Aber das ist, wie gesagt, permanente Arbeit. Ne? Das ist nicht einmalig. Wir kommen immer wieder in gewissen Rhythmus auf unsere Datenquelle, auf unsere Berichte und versuchen wir, die zu schleifen, immer zu verbessern. Jetzt. Also ihr habt sozusagen die Krise auch genutzt, die während Corona dann da war, um wirklich euch schnell weiterzuentwickeln und du versuchst auch diesen Momentum beizubehalten, um wirklich auch die Datenqualität und die Reporting-Qualität weiterhin Schritt für Schritt zu erhöhen und auf einem hohen Level zu halten. Genau so haben wir auch diese Zeit, diese vielleicht nicht für uns alle beste Zeit, auch für diese Business-Zwecke genau genutzt, um was Neues zu lernen, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Weil, wie gesagt, ich bin auch Fan von diesem Motto, never stop learning. Und es ist Absolut, so wirklich, ne? Es ist wirklich so, ne? Permanent muss man sich anzupassen, schauen, verändern und dann kann man was Gutes für die Zukunft und auch für eigenes Team machen. Super. Verstanden. Ja, genau. Dankeschön.
Also wenn ich dich richtig verstehe, hilft eine gewisse Prozesssicherheit, eine Prozessstandardisierung in der Sicherstellung der Datenqualität. Und ja, Standardisierung kann aber nicht die Antwort auf alles sein. Manchmal erfordert es das Geschäftsumfeld oder die Geschäftssituation, dass trotzdem eine Ad-Hoc-Analyse gemacht wird. Wie geht ihr mit sowas um? Ja, das stimmt. Das denke ich mir, das sind die größten Herausforderungen, die an uns kommen als HR-Team, wenn es um Ad-Hoc-Analysen geht. Aber Fakt ist es von der anderen Seite, dass langsam, wenn ich jetzt prozentual zählen sollte, die fangen an zu dominieren, weil das Umfeld sich so schnell ändert, weil die Erwartungen von den Top-Manager immer öfter kommen, weil die ganze Umgebung verändert sich so schnell, dass sie erwarten auch schnelle Ad-Hoc-Analysen, damit die Entscheidungen treffen. Und so wie du gesagt hast, Standards sind super und nett, die brauchen wir auch, weil das beschleunigt unsere Arbeit und sichert die Qualität der Daten, kann man auch ruhig im Standard arbeiten, aber diese Ad-Hoc-Analysen nehmen immer zu. Und weil sie immer mehr zunehmen, Fakt ist es, dass aus diesem Grund brauche ich in meinem Team wirklich interaktive und dynamische Dashboards, um in diesem ganzen Kontext sich überhaupt abzufinden. Also ich brauche gewisse Datenbanken, zum Beispiel in Business Warehouse oder in anderen Tools, damit ich schnell auf die Daten zugreifen kann. Das ist A und O, weil die Erwartung ist, schnell die bestimmten Analysen zu liefern. Deswegen ich immer im Vorfeld fange an damit ich gute Reports in zum Beispiel, wie ich gesagt habe, Business Warehouse zu haben, auf die ich zugreifen kann. Weil nur dann, das hilft mir, schnell zu reagieren. Von der anderen Seite für die Implementierung dieses Dashboard zur Analyse und zur Steuerung des Unternehmens muss ich auch, wie ich gesagt habe, neben diesen Fragestellungen rund um Design und Tool auch das effiziente Datenmanagement in der vorhandenen oder neu zu schaffenden Datenstruktur zu haben. Deswegen sage ich, in diesem Business Warehouse versuche ich unterschiedliche Reports mit unterschiedlichen Informationen strukturell aufzubauen, dass wenn die Frage kommt, zum Beispiel, wie viele Frauen und Männer haben wir in unseren Unternehmen, gehe ich auf diesen Reports, kann ich was basteln. Wenn die Frage kommt, und wie lange haben wir die Mitarbeiter in unseren Unternehmen, die älter sind als 30, kann ich das raussortieren, weil das manchmal sind die Fragen, die nicht standardmäßig monatlich kommen, die kommen ad hoc, weil die Abfrage gerade so im Unternehmen zum Beispiel abläuft. Und aus meiner Erfahrung, immer bevor ich generell zu diesen Ad-Hoc-Analysen, aber jetzt einen Schritt davon, bevor ich die Implementierung starte, stelle ich mir immer die Frage, verfüge ich überhaupt über diese Daten in meinem Unternehmen? Das ist meine A- und O-Frage. Und dann, was muss getan werden, damit ich diese Daten zum Beispiel in Business Warehouse entsprechend strukturiert habe? Deswegen, ich komme permanent auf quasi diese Frage und ziehe Bilanz, um zu schauen, was brauche ich für mein Unternehmen, welche Datenstrukturen brauche ich, damit ich dann auch schnell reagieren kann. Und erst danach überlege ich, ob ich das HR-Dashboard mit Power BI, Tableau oder SAP Fiori erstelle. Erste Frage ist immer, welche Daten stehen mir zur Verfügung, wann kann ich damit machen, und dann überlege ich natürlich, mit welchem Tool. Ich brauche auch diese HR-Dashboard, um die Top-Manager erstens in ihrer Entscheidungsfindung zu unterstützen, weil sie erwarten, wie gesagt, diese Ad-Hoc-Analysen. Und auch zweitens, ich muss mich in diesem komplexen Umfeld darum kümmern, dass ich auch gewisse Klarheit schaffe für die. Also wir haben große Mengen von Daten. Sie erwarten jetzt Ad-Hoc-Analysen, aber ich muss auch absichern, gewisse Klarheit in diesem ganzen Systematik. Für die natürlich, Und gewisse Qualität damit auch. Und gewisse Qualität, genau. Und gewisse Qualität, Und du hast auch gefragt,
wie unterstütze ich Organisationen durch Ad-Hoc-Analysen bei der Steuerung, ne? Also bei diesen ganzen Prozessen, also konkret gesagt bei der Steuerung. Wie ich gesagt habe, die Ad-Hoc-Analysen bei der Steuerung, das ist immer eine gewisse Herausforderung für mein Team. Ist klar, weil das ist nicht Standard, wo ich nur hingreifen kann, wo ich das vorbereiten kann, ziemlich schnell, sondern ich muss das manchmal auch überlegen. Wie stelle ich jetzt die Daten, damit die Klarheit haben, damit sie gute Basis haben für die Entscheidungsfindung und damit sie sicher sein können, ja, passt, wir können Entscheidungen weitergehen. Und natürlich ist es auch unerheblich wichtig, du hast das auch vor ein paar Sekunden erwähnt, genau, die Datenquelle und die Datenqualität. Ne? Und mit dieser ganzen Unterstützung der vorhandenen BI-Tools, die uns zur Verfügung stehen, auch in meinem Unternehmen oder auch in anderen, kann ich auf solche Anfragen entsprechend kurzfristig reagieren. Das ist der Vorteil. Ne? Also Datenbanken, richtig strukturiert die Daten zu haben, dann kann ich, wie ich gesagt habe, kurzfristig auf solche Anfragen reagieren und natürlich kann ich auch eine solide Entscheidungsgrundlage anbieten. Ja. Anders geht das nicht, ne? Anders geht das nicht. Also es gibt wirklich, man muss im Unternehmen drauf achten und nicht vergessen, dass Ad-Hoc-Analyse bedeutet, ich muss jetzt schnell irgendetwas vorbereiten, sondern permanent im quasi Zyklen überprüfen, über welche Daten ich verfüge. Was steht mir überhaupt zur Verfügung? Und irgendwie einen Schritt davor machen. Das heißt, wenn die Ad-Hoc-Analysen kommen, bin ich imstande, die Daten irgendwie anzupacken und die Analysen vorzubereiten. Ne? Also nicht nur schöne Folien und nicht nur schöne Dashboards spielen die wichtige Rolle, sondern heutzutage aus meiner Erfahrung Sicht die Qualität der Daten. Das ist A und O. Ne? Das heißt, diese Ad-Hoc-Anfragen, die erwischen euch in vielen Fällen gar nicht so eiskalt, weil ihr schon quasi vorbereitet habt, ne? Indem ihr einfach saubere Datenbankstrukturen aufgesetzt habt, indem ihr einfach viele Fragestellungen vielleicht auch vorgedacht und abgebildet habt sozusagen. Genau. Und das ist, wie ich gesagt habe, das ist der permanente Prozess, wenn es geht um diese Datenquellen. Das heißt, wir kommen immer wieder und lernen aus jeder Ad-Hoc-Analyse, was können wir noch in unserem Business Warehouse verbessern. Wir können noch besser die Daten strukturieren, damit ich irgendwann auch zu Data Excellence, wenn ich so sagen darf, komme. Ne? Also das ist meine Zielrichtung. Also das ist, wie gesagt, der permanente Prozess, quasi im Hintergrund, aber der permanente Prozess. Also ein permanent lernendes System, das mit jeder neuen Fragestellung seine Datenbank oder sein Portfolio einfach dann auch steigern kann. Ne? Exakt. So ist die Richtung, die wir versuchen zu verfolgen und konsequent irgendwie treiben. Ja, sehr, sehr spannend. Ich denke, du hast sehr eindrücklich gezeigt, wie wichtig HR-Controlling in einem Unternehmen ist, vor allem ab einer gewissen Größenordnung, weil es einfach Personal, Fachkräfte und aber auch Personalkosten in vielerlei Hinsicht essentiell sind fürs Unternehmen und dort die richtige Transparenz zu haben, um die richtigen Entscheidungen treffen, einfach manchmal vielleicht auch überlebensfähig sein können. Welchen Ratschlag könntest du denn einem CFO oder vielleicht auch einem CEO geben, der gerade dabei ist, das Thema HR-Controlling vielleicht neu aufzusetzen oder zu verbessern? Was würdest du ihm raten? Das ist wirklich eine sehr spannende Frage, aber ich denke mir, ich würde mich auf 5 Punkten fokussieren. Also so kleiner 5-Punkten-Plan. Erstens, setzen Sie klare Ziele an HR-Controlling, damit es den Mehrwert für die Organisation gezeigt wird. Das ist, denke ich mir, der Start und der erste Ratschlag. Zweitens, sensibilisieren Sie Ihre Businesspartner, dass durch die datenbasierende Organisation die Qualität der getroffenen Entscheidungen verbessert wird. Punkt Nummer 3. Führen Sie eine Bilanz durch, welche KPIs brauchen Sie wirklich für Ihre Organisation
um effizient zu managen und legen Sie fest, welche Daten Sie dazu brauchen. Es zählt nicht, viele KPIs zu haben, sondern die richtigen KPIs zu managen. Punkt Nummer 4. Entwickeln Sie die Datenkompetenzen bei Ihren HR-Controllern durch entsprechende Schulungen. Warum? Weil dann können Sie sicherstellen, dass die benötigten Kompetenzen besitzen. Und der letzte Punkt, aber ich denke mir ziemlich wichtig, haben Sie einfach den Mut, dies in Ihrer Organisationen konsequent umzusetzen. So würde ich quasi als Start diese 5 Punkte nennen, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte. Also das heißt, nicht planlos einfach reinstürzen, weil man vielleicht irgendwo gehört hat, HR-Controlling ist wichtig, sondern ja, so wie du das auf den Punkten aufgezählt hast, sich ja nach dem Warum einfach mal Gedanken machen. Warum brauche ich das? Wie will ich das einsetzen? Wie will ich mein Unternehmen besser dadurch steuern? Und den wichtigen Punkt, den du auch noch erwähnt hast, habe ich die richtigen Leute, beziehungsweise haben die Leute, die ich habe, die richtigen Kompetenzen, um dieses Thema so umzusetzen, wie ich es letztendlich brauche in meinem Unternehmen, um effektiv, schnell, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Genau so. Ich denke mir, dass es ein bisschen ähnlich, wo ich schon vorher angesprochen hatte, zu diesem ganzen HR-Dashboard. Um gute Dashboard zu haben, es geht nicht nur um Visualisierung, sondern im ersten Schritt um diesen Input. Also ich stecke die meiste Energie oder zuerst die Energie in Vorbereitung der Daten, Datenquellen, damit ich wirklich dieses Single Point of Truth für die Organisation sein kann. Und der nächste Schritt, natürlich der netteste Schritt, weil Visualisierung macht Spaß. Wir lieben das, weißt du, so bunt wie möglich zu zeigen, aber das ist nicht unser Ziel. Ziel ist es, mit richtigen Daten unsere Top-Manager dazu bringen, dass sie die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also wenn ich das Pareto-Modell nutzen könnte, 80% stecke ich in Datenquellen, in Datenstruktur und 20%, so wie in Pareto ist das Schönste, kommt mit diesen 20% mit der Visualisierung, mit der Visualisierung. Genau, das Auge ist zwar mit, das ist sehr, sehr wichtig, so wie du sagst, aber wenn nachher nicht die richtigen Zutaten in der richtigen Menge zur richtigen Zeitpunkt reingebracht wurden, dann kann es optisch noch so toll sein, aber leider wertlos. Genau so. Super. Goscha, sehr, sehr spannend. Du hast uns wirklich sehr, sehr viele Einblicke gegeben, wofür HR-Controlling eingesetzt werden kann, wie es effektiv eingesetzt werden kann und natürlich sehr wertvoll zum Schluss die 5 Schritte, wie es vor allem implementiert werden kann. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, du hast einen sehr spannenden Themenbereich uns aufgezeigt und ich bin davon überzeugt, dass viele Zuhörer jetzt vielleicht auch einen Geschmack gefunden haben am HR-Controlling und hoffentlich das ganze Thema sehr ernst nehmen bei sich im Unternehmen. Vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. War wirklich für mich große Freude, bei dir sein zu können. Also auch an dich schönen lieben Dank und viel Spaß. Dankeschön. Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.